So, jetzt wird ein kleiner Shooter aus. Ich habe jetzt was nachlesen müssen, weil ich echt nicht wusste, wie man das weitermachen soll hier. So, wir gehen jetzt zu GLaDOS. Bei GLaDOS können wir mal herkommen, also GLaDOS, und was kaufen. Das sind 2 Sachen für diese Mission. Das Gracious. bla 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 bla, handeln bla bla. Zerbeultes Modul und genau. Zerbeultes Mardet Datapad. Dieses alte Datapad enthält Vorfallsberichte von unterschiedlichen Mardet-Sicherheitspatrouillen. Meistens geht es um einfache Geldstrafen und kleinere Auseinandersetzungen zwischen den Besatzungen von freien Frachten und Konzernschiffen. 2 Einträge wurden zur späteren Durchsicht markiert. 7. August 2044. Wurden wegen eines Codes ID 10T in den Lost Hopper gerufen. Vera wollte, dass wir so einen armen Schlucker aus dem hinteren Buchten rauswerfen, der sich völlig mit Spektrum Red abgeschossen hat. Der besoffene Penner hat sich mit einem von Mechanikern Tennysons Leuten angelegt. Wir haben die Raubmade wieder in die Bucht verfrachtet. Das Arschloch hat sich die ganze Zeit über gewehrt und uns gedroht, dass es uns noch leid tun würde, sobald er die Macht des Hammers kontrollieren würde. Hammers wahrscheinlich, ja, ich sag's nur. Wenn das wieder so ein Hammersmith-Marketing-Gag ist, dann werde ich das Sanita melden. Sorry. 25. Oktober 2043 habe die Raubmade aus der Last Hope wieder getroffen. Keine Ahnung, wie der arrogante Wicht sich aus den hinteren Buchten schleichen konnte, ohne dass wir davon Wind bekommen haben. Hat sich in die Werkstatt an Andockstelle 13 gesperrt und sich geweigert rauszukommen. Der Verrückte hat ständig nur von der chaotischen Schönheit der Waffe oder was geschwärmt. Als wir ihn davon überzeugen wollten, die Werkstatt zu verlassen, wir haben aufgegeben, als unsere Schicht vorbei war. Der Hühnkopf muss ja schließlich irgendwann wieder rauskommen. So. Warte mal. Ist über uns. Was wieder runter? Sorry, Ladies. Gab's denn immer irgendwo einen Weg hin? Rizzo's Purpleberry Punch. You want punch? You got your punch right here. Ach, ist der da. Warte mal. Mal auf. Rizzo's Purpleberry Punch. A soft sour. Candy shell around a sweet purpleberry flavored center. Suck it, chew it, you can do it. Ah, guck mal. Ich dachte doch gerade, da muss doch irgendwo ein Weg hingehen. I'd say anything here falls under the salvage protocols of finders keepers. Was ist ein Bandit? Oh Gott, ich dachte gerade, ich müsste jetzt auch noch vorsichtig sein. System. Was war das? I'll fix you right up!
Das war's schon. Sag auf den Air, schon kaputt ist. Aber ey, die Geschwindigkeit. Junge, 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 Junge. Da ging aber gerade die Luzi ab, du. Ne? Oh, das ist nämlich eine Power Armor. Ach, wenn es hier gibt. Ah, Leute. Und wenn ich modifizieren kann, ich grind alles kaputt. Ah! Ah! Die Tür, wo man niemals reinkam. Reparaturhangar aufschließen. Echt jetzt? Und wer hat sowas? Oh, shit. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement Können for die the das following haben? story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager Nachricht about sprechen applying eigentlich for nicht. military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Military service does not guarantee full employment bräuchten rights, tax breaks, irgendeinen military discounts, health benefits, military burial, Reparaturfuzzi. participation in training or weapon. Da This has kriegen wir been den Halcyon Scheiß, News, ja. your only source for news in the Halcyon colony. Ich speichere kurz vorher. Lass wir uns gleich einen auf den Sack kriegen. Okay, wenn da wer drin liegt, dann wird es angezeigt. Reparaturdock-Mitarbeiter. Warte mal, kann man denn mit der eine reden? Und auf den lade ich. Ich weiß, wo man das herkriege. Reparaturdock-Mitarbeiter. Können die eine haben, wo Dings so drauf steht? Poverty. Hotter than usual in here. Hope we're not catching Junlei on a bad day. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. Speichern It's nochmal. all pretty worn though. Junior Schlüsselkarte. Wir brauchen vom Reparaturdock Mitarbeiter eine Karte. Wir reden mal kurz mit ihr. Vielleicht kriegt man eine, wer weiß. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and... I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Ist das überhaupt möglich? Ich finde Roboter generell etwas ungeschickt. Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Wenn ich jetzt herkomme, die Tür aufmache, flippt die dann aus? Nee, ihr bleibt da. Brauchst du eine scheiß Schlüsselkarte? Ich weiß, sie ist eine nette, aber trotzdem. I'm on my way. Kann ich rausdampfen oder ist ja das? Okay. Banditentrupp-Anführer. Hä? Hier haben wir nachgeschaut. Banditentrupp-Anführer? Finde ich den gerade? Habe ich ihn übersehen?
Warte mal, wo war denn das scheiß Ding wieder? Rizzo's knock you out bar. You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Bandit? Feelings got nothing to do with it. Banditenangreifer? Robo? Das ist niemand. Ach, ich hab die schon. Cool. Gar nicht gewusst. Prisma-Hammer. Wissenschaftswaffen. Wissenschaftswaffen sind einzigartig mit Effekten, und die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch der Effekt der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit den Wissenschaftsfertigkeiten. Wir als Ingenieure stellen sicher, dass du unsere Kadenz so hoch wie unsere Qualität plus ist. Was haben wir hier Feines? Protokolle. Ach du Scheiße. Bei den Durchstürmen der hinteren Buchten bin ich auf eine ziemlich alte Hammersmith-Kiste geschossen, die anscheinend vor langer Zeit versiegelt wurde. Mit dem Muskelschmalz und Entschlossenheit konnte ich sie aufbrechen, aber was ich daran fand, wenn ich einen Prototyp-Hammer, hat mich ziemlich verblüfft. Ich wusste nicht, dass Hammersmith tatsächlich Hammer herstellt, aber ich habe ihn ins Labor gebracht, um ihn genau unter die Lupe nehmen zu können. Er strahlt so merkwürdig, selbst wenn ich die Augen schließe, kann ich die Nachbilder noch lange sehen. Ich habe mich ausgiebig mit dem Hammer beschäftigt. Das Innenleben ist ein wahres Kunstwerk. Thermal, elektrische und chemische Systeme arbeiten alle harmonisch zusammen. Wie ist das überhaupt möglich? Die Waffe ist ein Durchbruch in Sachen Schaltkreis und Ingenieurskunst. Außerdem scheinen viele dieser Systeme manipulationssicher zu sein. Die Waffe umgibt eine seltsame Energiesignatur, deren Ursprung ich noch nicht ausfindig machen konnte. Die Luft schmeckt nach Kupfer. Mir sind mehrere Zähne ausgefallen. Das ist auch radioaktiv, der Scheiß. Eintrag 3. Ich hätte so wunderschöne Träume in allen Farben des Regenbogens, seit ich den Hammer in meinem Schlafzimmer aufbewahre. Aber mehr dazu später. Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Energiesignatur stimmt mit Blondlots schwer nachweisbaren Endstrahlen überein. Das bedeutet, dass der Hammer jetzt 4 elementare Eigenschaften besitzt. Elektrizität, Plasma, Korrosion und Strahlung. Heiliges Blechle. Jetzt die schlechten Neuigkeiten. Bei meinen Versuchen, die Selbstzerstörungsfunktion zu deaktivieren, habe ich unabsichtlicherweise ein kleines Feuer gelegt. Die manuelle Steuerung des Hammers wurde dabei möglicherweise permanent beschädigt. Jetzt kann man die elementaren Modi wohl nur noch wechseln, wenn man ihn schwingt. Ich muss bei weiteren Experimenten größere Vorsicht walten lassen. Auslöschung. Eintrag Nummer 4. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich in meiner Werkstatt einzuschließen. Alle meine Versuche waren sinnlos. Das ist kein Prototyp. Ich habe nur selbst zu viele Fehler, um seine wahre Perfektion zu erkennen. Der Hammer ist eine Lektion, ein Symbol. Er flüstert mir zu, dass das Chaos überall herrscht. Aber mit ein wenig Ehrgeiz können wir uns diese Kraft zunutze machen. Wir können Chaos nur in Ordnung verwandeln, wenn wir andere in eben jenes Chaos stürzen. Und das ist eine Lektion, die Hulk hier noch nicht hören will. Parvati? Something you need? Nee, warte mal. Andersrum. Parvati. Waffen. Nahkampf. 103. Zustand 100, Verkaufserlös. Tausch mal. Ellie, was hast du für eine Waffe? Okay, vergleichen wir mal. Halt einfach mal. Mal gucken, wie Parvati damit umgehen kann. So. Bringe Pineas Wissenschaftswaffe an dich. Wir können auf einen Hausraum-Terminal zufolge verfügt Pineas in seinem Orbitallabor über eine mächtige Waffe.
Waffe finden. Findest Terminal Captain Royal anzusehen. Okay. Mach mal. Dann nehmen wir wieder irgendwann. This is Halcyon Warte mal, News. da lang. We Dann speichern wir mal You kurz. sure have seen a lot of calls, huh, Dr. Fenhill? Ellie. And sure, but most of it looks the same from inside a ship. Sorry, Dr. Ellie. Still, though, don't you find it thrilling? Being in space? Look, it's just Ellie. So, dann gehen wir mal rein. Klapp, klapp. Where are we headed today, Captain? The stars are the limit. Wir haben noch was anderes vor. Du willst wahrscheinlich gleich fliegen, ne? Ja, wir gehen erstmal kurz hoch. You might want to consider changing your clothes more often. Nö, das passt schon so. Aktuelle Nachrichten von Blaine. Stellaris. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich den Rest von Du weißt schon was an Du weißt schon was gegeben habe. Tut mir leid wegen der Geheimniskrämerei. Man weiß ja nie, wer hier so alles mitliest. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Du hast Kopf und Kragen riskiert, als du dich in den Versammlungszentrum begeben hast. Ich bin dir wirklich dankbar. Ich würde mich trotzdem begrüßen, wenn du niemandem etwas davon erzählen würdest. Ich mag meinen Job und würde ihn auch gerne behalten. Okay. Von Tennyson. Poverty, so etwas mache ich eigentlich ganz und gar nicht. Aber gut, da war die Maschine mit diesem wundervollen Klang, ein Brumm, ein Ziepern, ein traumhafter Gesang. Doch nun hustet und pustet sie, dann irgendwas hängt fest. Diese grässliche Blockade gibt ihr noch den Rest. Was soll diese Maschine nur tun? Und dann kommt diese Frau, die Zange, ihr Accessoire, doch, mit kunstvollen Frisuren, glänzenden seidigen schwarzem Haar. Sie sprüht ein Ruckeln und Poltern in der Kaltluftzuführung. Die Maschine bebt, denn sie will sie berühren. Was soll diese Maschine nur tun? Ich habe noch 5 weitere Strophen geplant, aber ich habe ein paar Schwierigkeiten mit einigen Reimen. Also melde ich mich dann später wieder. Okay. Von Tennyson. Wir sprachen von alten Freunden, weißt du? Und da musste ich plötzlich an Isabel denken. Ach, das war die Sache. Dann, okay, fuck you. So, Ergebnis. Ach du Fick, scheiße. Ist das wieder viel Text, du. Mann. Ergebnis 1 aus dem persönlichen Protokoll des Standortaufsehers. Der Kapitän hat Harris etwas verkauft, das den Namen Redistributor trägt und verschwand dann... wo wir festgestellt haben, dass da verfluchte Ding nicht funktioniert. Das Einzige, was das Ding bewerkstelligt hat, ist, dass die Anzahl von Bits auf Harris' Modul zusammengeschmolzen ist. Sieht aus wie irgendeine schräge Technologie oder Waffe. Vielleicht kann ein Wissenschaftler damit etwas anfangen. Ergebnis Nummer 2 aus dem persönlichen Protokoll des Standardsicherheitsbeamten. Doc Caulfield konnte Lamb nicht retten. Jetzt muss ich Harris für seinen Mord festnehmen. Hab die Waffe beschlagnahmt und sie vorerst in Bertys Büro untergebracht. Der Standortaufseher könnte zumindest mal die Formulare ausfüllen und erklären, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung, weil ich Harris einsperren soll. Ist ja nicht so, als hätten wir hier Gefängniszellen. Ergebnis Nummer 3 aus dem Obduktionsbericht des Friseurs. Vorname Lemuel, Nachname Harryford. Arbeitsverhältnis zwangsverpflichtet. Vertragsbedingung 35 Jahre, 2 Monate, 16 Tage, 5 Stunden, ca. 33 Minuten verbleiben. Todeszeitpunkt 1827 ungefähr. Die Ursache stumpfe Gewalteinwirkung. Waffe unbekannt. Hat ordentlich was auf den Kopf bekommen. Insbesondere ins Gesicht, um genauer zu sein. Ist total durcheinander. Die Nase ist um das 5-fache gewachsen, der Kiefer fast vollständig weggeschrumpft. Die Zähne sind krumm und schief, aber ich schätze, das war schon vor seinem Ableben so. Sollte der Schlag ihn nicht getötet haben, muss er aufgrund von schweren Schäden in seinem Gesicht erstickt sein. Ja, das kann sein. Okay. Gut, das heißt jetzt, wir flattern jetzt mal los. Au! Reggae, ja. Sodele. Ab zum Labor. Ich weiß nicht, waren wir da schon mal? We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself? Ja, alles cool. Or would you like to do the honors? Oh, nö, lass mal. Jetzt gehen wir erstmal da raus. Ja, ich weiß, Spiel, nervt nicht.
Ja, wir bleiben schon mal so in der Ausrüstung. Das passt so. Rocks? No. Mhm. Ah, Sekunde, erinnern? Ah ja, das weiß ich, das passt. Hello? Can you hear me? Does this work? Nö, funktioniert Oh, nicht. damn it, blast, that's loud. Ja, das pfeift. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir für den sehr viel tun müssen. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Das ist unser Opa? Schrumpfstrahler. Das wär's. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Echt cool. Feel free to try it on a marauder sometime. For a special occasion. Look at this mess. Oh well, at least the tumors are still edible. Okay. Du hast mehr als 4 Jahrzehnte in einem Weltraum verbracht, in dem dich nichts außer der Technologie diese Kapsel am Leben erhalten hat. In Kapseln warten deine Mitkolonisten darauf, dass du sie befreist. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Oh, thank the das ist ja Lord. Doc. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ich finde, das wär's, genau, das war der Wissenschaftler, der uns ich will nur sagen, dass ich an dir wirklich dafür dankbar bin, dass du mich aus der Hope rausgeholt hast. Nö. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Of course. Nur was? Warte mal noch What's quatschen. on your mind? Er fragt mich auch gerade. Ist ein Grund, warum du dich hinter Panzerglas versteckst? Ich habe eine Navigationsschlüssel für Stellar Bay. Ja. Never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. I've no desire to end up like Thompson. Ach jetzt. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Wichtigste. Absolutely. Let's talk. Hast du schon meine Crew getroffen? Verlässt du jemals dein Labor? Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. So habe ich das gar nicht gemeint. Machst du denn nichts anderes, außer zu arbeiten? Komm schon, Pinas. Es muss auch irgendwas geben, was du zur Erholung machst. Wir könnten deine Theorien testen, wenn du möchtest. Are you still annoyed at me for launching you into space? That was in the past. I've long since moved on. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab.
There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Warum bist du versessen darauf, die Kolonisten der Hope wiederzubeleben? Schwer sein, sein Labor zu verlassen, wenn er Kopfgeld ausgesetzt ist. Ja gut, abgesehen mal davon. Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony, and we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you, people who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. Ja, aber mich könntest du ja auch wiederbeleben, also musst du das Problem doch schon gelöst haben. Ah, you begin to perceive the truth. Yes, according to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the Hope. Get it? Ja, soweit alles kapiert. Das hört man doch gerne. Die Menschen auf der Hope verlassen sich auf uns. Right. So much for banter, eh? I'd best get back to work. Oh, I can feel my last dose of caffeinoid fading. Ey, nicht so I hope schnell. you're not... What's on your mind? Da. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Sag mal, was die Tür sagt, klingt so, als wärst du schon mal auf den Monarch gewesen. Hier. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Vielleicht. Was soll ich anfangen? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Gut. Sonst geht nichts mehr. Nö. Was? Zystenschwein. Ich habe einfach ein paar Sachen hier mit. Ich bin mal so frei, ne? Ein ganz kleines traditionelles Beil ist ja mal süß. So, was macht der schöne PC hier? Nachrichten. Hacken, 30. Ah. Ich habe es geschafft. Details folgen später. Ergebnisproduktion wird schwierig. Ich brauche deine Hilfe. Alle erforderlichen Materialien sollten Halkieren zu finden sein, aber Standorte sind mir nicht bekannt. Habe einen neuen Partner nach Terra 2 geschickt, in der Nähe von Edgewater. Sie ist an meiner Unternehmung beteiligt, aber Vertrauen meinerseits nur bei etwas 23,7% im Moment. Sie birgt gerade ein Schiff, sollte bald hier sein. Muss nur wissen, wohin ich sie schicken soll. Gib Bescheid, wenn du etwas, wenn du das erhalten hast. Will endlich fertig werden. Achso, da haben wir hier nichts mehr. Gut. Careful, that's my communications terminal. Ja, OP. Schauen wir uns mal um, was ist sonst noch für Spielzeug? Das scheint. Das ist unsere Kryokapsel, genau. Brauchst du noch mal gerade mal mit? Und die wollen wir uns auf dem Schiff auflegen? Das wäre cool. Erinnerung, seltsamer Körper im SK-System.
Muss ja theoretisch aber auch hier irgendwo reinkommen. Ach du Schande. Klick nur mal durch, das tun wir jetzt ja dann. Okay, gut. Wenn es was wichtig gewesen wäre, Quest oder so, dann haben wir jetzt die Meldung bekommen. Die Brücke kann man runterlassen, oder? Ne, da geht nichts. Ah, mal gerade so, ne? Hey, that's impressive. Schlossknack 7 Erfahrungspunkte, Alter. Taschendiebstahl 8000, 19.000, 20. Alle Erfahrungspunkte. Ach, das wäre schön. Es geht nicht, okay. Gehen wir mal rein. Und If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? ja. Sam. You think you don't hear it, but you don't feel it. But I know better. I just wish you could stick up for yourself. Evening, Captain. Or is it afternoon? I don't know how long I've been up here. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. Okay. It's kind of big. I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Okay. Soll sie also gleich deiner Familie vor, was? Ganz schön mutig. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker. Ja, können wir machen, später ja mal, klar. Hallo. Kein Problem, wir können sofort gehen, wenn du magst. I mean, only if you're not busy. Nö, Or nö, when you're nö, heading for nö, Groundbreaker nö. for something else. You don't gotta change plans on account of me. Ach Gott, scheiß drauf. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Because I want to come with. Gut, dann noch was? Sometimes I wonder about Mr. Hawthorne. What was he like? Why'd he make the computer a talkie? You think he got lonely, flying about on his own? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Ich stehe nicht was von komisch, der Reed hatte dich voll auf dem Kicker. Das ist ein ganzes Leben an der Seite des Vaters gearbeitet. Ja, so. Ich will eigentlich den Roboter drüber Except schicken. for my schooling years, I was always beside him. Or tied to him. He used to carry me about in a sling when I was real little. When I got older, he set me to sorting tools and parts while he worked. Later, he taught me simple fixes like busted crate latches. Hast dein Vater je an einem Raumschiff gearbeitet? Not on the regular. Once in a great long while, a Saltuna boat would break down on the pad. He'd always bring me along for those. Mostly, he did the same as me. Kept Bess, the cannery, running. Turned loaders, plumbing and electricity, some plastering. I never got the hand of that. Alter, du bist ein Kicker. Ja. I'm not exactly a model employee. Not like you wanted. The kind that stays quiet and gets the right work done in the right order every day. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Du machst deine Arbeit ja wirklich gut und es macht dir Spaß, oder? Well, I'm good at making things work the way they ought.
Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Nach Schule bist du halt direkt nach Edgewater zurück. Hat dir das Unterricht nicht gefallen? Das war alles sehr interessant, habe ich gleich. Oh, there were a whole lot of reading, not nearly enough doing. Like, before they'd issue you a wrench, they wanted an essay on the design of different wrenches. Then there'd be quizzes on company regulations for storage and maintenance of wrenches. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Kannst du nicht viel Zeit mit ihm verbringen, nachdem von der Schule zurückgekommen warst? About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh, look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Ich habe es erzählt, dass wir... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich jetzt Something nochmal? busted? Nee. Battery levels are fully... Gut. Okay, die Chance jetzt noch nutzen, oder? Felix keeps asking me to watch some adventure serial with him. It's not my thing, but he's real sweet about it. Okay, gut, scheiß drauf. Dann halt nicht. The repair station is currently idle. Was? Sauerei. Okay. Was? Das Berührung und deine Beine wurden ein paar Mal zu oft verletzt, was sich negativ auf deine Lauftempo ausgewirkt hat. Effekt? Nö, mach ich nicht. Okay, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal bei der Out of Rods und die letzte Waffe, die wir dann holen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.